Bist du wohlhabend? Bist du reich? Du solltest dir überlegen, in ein Schwellenland bzw. in ein ärmeres Land umzuziehen, und warum das so ist, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn du schon etliche Videos auf unserem Kanal angeschaut hast, dann weißt du ja, wir beschäftigen uns damit, wie wir Mandanten bei der Auswanderung helfen können, damit diese ihre Steuerbelastung im Ausland stark reduzieren können. Wenn ich dort dann über bestimmte Länder spreche, kann ich schon bei etlichen Mandanten hören, wie sie immer die Nase rümpfen. Also ich rede hier vor allen Dingen über Länder, die man so allgemein vielleicht als Schwellenländer bezeichnen würde, ohne jetzt hier irgendwelche abfälligeren Begriffe zu verwenden. Da sagt natürlich der Mandant: Warum soll ich in ein Schwellenland umziehen? Ich bin reich, ich habe mir das verdient. Ich kann ja in einem Land leben, wie zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten, also in Dubai oder der Schweiz oder in einer anderen edlen Metropole, die es da so gibt. Ja, meine Antwort ist darauf, dass du das natürlich machen kannst. Es geht jetzt eigentlich auch gar nicht darum, wo du jetzt vielleicht deinen Hauptwohnsitz hast, aber wir reden ja heute vielfach von Diversifikation. Es ist ja heute vielfach nicht mehr ausreichend, hier jetzt dich auf einen Standort zu konzentrieren. Was dann passieren kann, haben wir ja in letzter Zeit bei verschiedenen Prominenten gesehen. Ich möchte nur an Roman Abramovich erinnern, der ja in London gelebt hat, der dort sein ganzes Leben aufgebaut hat, der dort einen Fußballclub hatte und andere Unternehmen hatte, ja. Und dann auf einmal haben sich die Russen hier vergeigt mit dem Westen. Und dann stand er da, musste hier sozusagen den Club, also Chelsea, abgeben, hat seine Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr bekommen in UK. Ja. Seine Kinder sind hier in die Schule gegangen und alles. Also hier hat er sich zu sehr auf einen Standort konzentriert und hat dann erst im Nachhinein weitere Residenzen und Staatsbürgerschaften erworben. In seinem Fall war es die israelische, denn er hat ja einen jüdischen Hintergrund, und auch die portugiesische, die er dann dort erwerben konnte. So, solche Fehler sollte man natürlich idealerweise nicht machen, vor allen Dingen, wenn du jetzt sehr vermögend bist, ja, und sollte sich verschiedene Standorte eben aussuchen, auf der Welt verteilt, und dort vielleicht investieren, Vermögen aufbauen, sich eine Staatsbürgerschaft suchen oder auch nur eine Residenz beschaffen, dass man dort leben kann, dass man einen Ort hat, eben wo man hin kann. Vielleicht hat man dort eine Immobilie und hat dann, wenn sowas wie Covid passiert, zum Beispiel ein Recht dann dort auch zu leben, was einem niemand nehmen kann, weil man eben hier über eine Daueraufenthaltserlaubnis verfügt. Also das meine ich zum Beispiel jetzt mit sich hier in Schwellenländern etablieren. Natürlich, du kannst auch in Dubai und der Schweiz wohnen, aber ich glaube, es ist falsch, hier die Nase zu rümpfen und grundsätzlich solche Schwellenländer abzutun. Ja? Wenn wir uns die Geschichte von Singapur anschauen zum Beispiel, ja, also noch in den 2010er Jahren, ja, oder in den 80er Jahren sowieso, war es recht einfach, hier in Singapur die Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und auch natürlich die Staatsbürgerschaft da, wenn du das wolltest. Wenn du das heute anschaust, dann ist in Singapur für das Top-Programm, ja, musst du tatsächlich einen 8-stelligen Betrag investieren, dass du den Daueraufenthalt bekommst, ja, und die Staatsbürgerschaft bekommst du überhaupt nicht mehr. Ja. Also das sind natürlich Dinge, das sind Entwicklungen, die kann man zwar nicht immer vorhersehen, aber hier kann man natürlich schon sagen, welche Länder werden sich in Zukunft stark entwickeln. Schau dir zum Beispiel Kolumbien an. Kolumbien war ja in den 90er Jahren hier fest in den Händen der Drogenkartelle. Man denke nur an Pablo Escobar. Es gab ja da einige Filme, die das Ganze sehr eindrucksvoll schildern. Das Land war also fest in der Hand dieser Drogenkartelle und selbst nach der Drogenzeit dann hier doch sehr krimineller Regierungen, die zum Teil auch viele Zivilisten getötet haben. Aber seitdem hat sich das Land sehr stark entwickelt. Mittlerweile kannst du sogar mit einem kolumbianischen Pass visumsfrei in die Europäische Union einreisen. Ja. Das Land gilt jetzt als sehr stabil, ja. Steuerlich gesehen jetzt nicht unbedingt so interessant, aber du musst jetzt ja auch nicht dort unbeschränkt steuerpflichtig werden. Aber sich zum Beispiel zu überlegen, dort vielleicht eine Wohnung zu kaufen, wobei ich empfehle dir jetzt nicht Kolumbien spezifisch, ich sage das einfach nur als Beispiel, um dann dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, das ist natürlich sehr attraktiv. Südamerika generell sehr attraktiv, ja. Eines der Kontinente, wo du zum Beispiel noch landwirtschaftliche Fläche als Ausländer zu attraktiven Preisen erwerben kannst. Also wenn du zum Beispiel sagen kannst, ich möchte mir irgendwo 500 Hektar Land kaufen, ja, nur um mich dann abzusichern, wenn wirklich alles schief geht, dann ist vielleicht Südamerika gar nicht schlecht. Ja.
Wir hatten ja schon mal ein anderes Video hier gemacht zum Thema Atomkrieg. Viele haben sich darüber totgelacht und es nicht besonders ernst genommen. Aber es war eigentlich ernst gemeint, denn ich habe dort etliche wissenschaftliche Studien zu dem Thema zitiert. Also dieses Video war jetzt garantiert kein Scherz oder als Clickbait gemeint oder sowas, ja, sondern es gibt wirklich Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Atomkrieg und den Folgen dann auseinandersetzen. Und es ist wirklich eindeutig, die Südhalbkugel schneidet bei allen Studien als sehr vorteilhaft ab in diesem Fall. Ja, also selbst in einem schlimmen Szenario, wenn 5 Milliarden Menschen sterben bei einem Atomkrieg innerhalb des ersten Jahres, dann treten diese Toten fast ausschließlich auf der Nordhalbkugel auf. 99% der deutschen Bevölkerung werden ausradiert werden. Die Chinesen, die Amerikaner, alle weg. Die Südhalbkugel sieht komplett anders aus. Ja. Das heißt, wenn du jetzt wirklich langfristig denken willst, ja, und wirklich dich absichern willst, du vielleicht sagst, okay, wo kann ich mir jetzt vielleicht hier ein Stück landwirtschaftliche Nutzfläche kaufen, dann ist Südamerika wirklich der Ort, wo du das zu einigermaßen günstigen Konditionen heute noch machen kannst. Daher sich Südamerika anzuschauen, zum Beispiel als eine Region, wo du vielleicht eine Basis hast. Es muss ja nicht die Basis sein, ja, wo du jetzt hier 365 Tage verbringst, aber eine Basis zu haben, eine Immobilie zu haben, Land zu haben, das halte ich für sehr interessant. Eine Staatsbürgerschaft dort zusätzlich zu erhalten, ist vielfach hier gar nicht so schwer. Ja. Also in Argentinien zum Beispiel bekommt man hier die Staatsbürgerschaft mit Geburt und dann vielfach bekommen sie dann auch die Eltern relativ einfach. Wie gesagt, du musst ja dann nicht in Argentinien leben. Du kannst die Staatsbürgerschaft einfach bekommen. Oder schauen wir uns zum Beispiel Mexiko an. Ich glaube, dass Mexiko sehr stark im Kommen ist. Ja. Ich halte Mexiko für sehr interessant. Auch aus steuerlicher Sicht sind ja in Mexiko im Grunde genommen, wenn man es richtig macht, ausländische Einkünfte steuerfrei für Ausländer. Es ist recht einfach, dort einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Auch dort, wenn Kinder geboren werden, bekommen sie den Pass. Also, wie gesagt, nicht als einziger Pass, aber als einer von mehreren Pässen halte ich das für durchaus eine attraktive Option. Es ist nah an den USA dran, ohne dass man an den USA ist. Mir ist schon klar, momentan hörst du von Mexiko vielfach über Drogengewalt, Drogentote, aber wie das Beispiel Kolumbien schon gezeigt hat, kann sich diese Situation im Laufe weniger Jahrzehnte radikal ändern und dieses Problem kann gelöst werden. Es ist natürlich schockierend, was da zum Teil in Mexiko passiert und auch andere Dinge, die dort passieren. Sicherlich ist die Kriminalität dort ein Problem, aber gib dem Land noch ein paar Jahrzehnte und du wirst dich vielleicht wundern. Ja, also darüber rede ich. Hier, mach dir strategische Gedanken, welche Länder hier in welchen Regionen in Frage kommen. Ein ganz großer Favorit zum Beispiel in Asien ist ja Malaysia. Da gibt es das My Second Home Programm. Da kannst du für 10 Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung erwerben. Du musst dich 90 Tage dort pro Jahr in diesem Land aufhalten. Es ist wunderschön. Es ist der Nachbar von Thailand. Es ist praktisch so schön wie in Thailand. Ja. Malaysia in der Tat war früher ein Teil von Thailand, bis dann die Thailänder sich entschieden haben, Malaysia an die Engländer abzugeben. Ja. Aber das nur nebenbei. Also ein wunderschönes Land. Hier redet man natürlich fast nicht mehr von einem Schwellenland, wenn man über Malaysia redet. Ja. Wie gesagt, du kannst dort für eine geringe Immobilieninvestition, die variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat in Malaysia, aber wir reden hier von möglicherweise unter 100.000, dir eine Aufenthaltsgenehmigung für 10 Jahre besorgen und auch natürlich für deine Familie. Ja. Also eine sehr interessante Option hier, wenn du dich absichern willst. Sich geografisch zu diversifizieren, darauf wird es ja in den nächsten Jahrzehnten ankommen. Denn wir wissen, was die Staaten planen, wir wissen, was die EU plant. Wir haben zum Thema Vermögensregister in der EU schon vielfach gesprochen. Wir wissen also, dass hier wahrscheinlich irgendwann die Vermögensbesteuerung dann kommen wird, egal ob das Vermögenssteuer dann ist oder Vermögensabgabe oder Lastenausgleich, wie auch immer das dann heißen wird. Ja. Frau von der Leyen wird sich dann schon irgendwas einfallen lassen. Ja. Da muss man dann die Energiewende in Südeuropa finanzieren oder sowas, ja. Und dafür wird dann dein Vermögen hier verwendet werden. Darum geht es in Europa. Ja? Das heißt, du darfst dich nicht von einem Staat abhängig machen und vor allen Dingen nicht von einem Staat in der Europäischen Union, sondern musst dir hier andere Staaten suchen, am besten mehrere Staaten und am besten auch dein Vermögen dann natürlich verteilen.
Auch zum Thema Bankkonten sage ich natürlich nicht, dass du jetzt in Mexiko oder in Argentinien unbedingt deine Bankkonten haben solltest, ja. Aber du kannst ja dort eine Aufenthaltsgenehmigung haben und dann in der Schweiz zum Beispiel banken oder im UK banken oder in den USA banken. Das sind ja alles Möglichkeiten. Aber auch hier wieder geografisch diversifizieren, ja. Auf keinen Fall natürlich nur in der Europäischen Union deine Konten haben. Also, vorhin hatte ich hier zum Thema Singapur gesprochen. Jetzt reden wir ja davon, was wird das nächste Singapur sein? Und ich sage dir, hier musst du früh einsteigen, wenn du hier ganz vorne mit dabei sein willst. Sei es jetzt, um dort zu investieren, sei es jetzt, um dort vielleicht die Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen. Hier musst du früh mit dabei sein, denn irgendwann wird in einigen dieser Länder auch die Aufenthaltsgenehmigung dann im 8-stelligen Bereich liegen. Ja. Jetzt ist es aber vielleicht noch relativ einfach. Das heißt, jetzt musst du die Augen aufmachen. Jetzt musst du dir überlegen, wo ist es für mich richtig? Wo kann ich mir das vorstellen? Und vielleicht musst du da auch ein bisschen über den eigenen Schatten springen. Ja. Das heißt, wenn du dort vielleicht solchen Ländern bisher kritisch gegenüberstehst, gut, ein gewisser Realismus ist natürlich sicherlich hilfreich, aber man muss nicht negativ oder zynisch sein. Ja. Das heißt, nur weil in diesen Ländern eben jetzt so manches heute nicht so optimal funktioniert, heißt das, wie ich vorhin gesagt habe, nicht, dass es auch so in der nahen Zukunft noch sein muss. Das möchte ich dir ans Herz legen. Mach dir Gedanken zur geografischen Diversifizierung. Überlege dir vor allen Dingen, wenn du sehr vermögend bist, in welchen Regionen kann ich mir hier eine Basis aufbauen, sodass meine Familie und ich, egal was passiert, hier abgesichert sind, dass mein Vermögen ebenfalls hier global diversifiziert ist in den gleichen Ländern oder in anderen Ländern. Such dir hier steuergünstige Länder aus oder zumindest ein Teil dieser Länder sollte steuergünstig sein. Wenn du da nicht planst, viel Zeit zu verbringen, ist ja auch der Steuersatz im Grunde genommen gar nicht so wichtig. Wenn dieses Thema auch für dich wichtig ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen und hier tatsächlich auch im Ausland, in verschiedenen Ländern, sich Basen zu schaffen, die ihnen dann helfen, sich und ihr Vermögen zu schützen, indem sie es geografisch diversifizieren. Würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.